Aber ich finde es irgendwie auch ein bisschen doof, dass der dann auch nicht aufhört. Oder dass dann das neue Gesprächsding nicht einfach delayed wird. Bis zum nächsten Punkt. So, und die Frage ist, wann kriegen wir den nächsten? Shields at 95%. Shields at 50%. Shields at 30%. Ja, wo ist der andere jetzt noch? Hallo? Da. Das war knapp. Ein bisschen zu knapp. Aber gut. Da ist auch noch irgendwas kaputt. Ne, ist das Kabel gewesen, ne? Ne, weil da ist Strom und das freut die total. Shields at 95%. Ja. Kann ich aufladen. Passt alles. Wir müssen ja schnell genug weg von dem Kram. Shields at 95%. Fump. Da ist so noch. Ne, warte mal, hier ist doch alles. Hupsala. Vergesst es. So. Dann ist da noch der nächste, aber da wird auch dran genuckelt. Shields at 95%. Piu. Auch da hat ein Designer gepennt. Schön. Weg damit. Ekelhaft. Pfui. So, da ist noch eine Drohne. Haben wir die nicht gescannt gehabt? Oder ist sie jetzt einfach auch nur von Ticks besessen? Ja, die wird auch einfach nur benuckelt. Shields at 95%. So, da hinten blinkt auch etwas. Warum? Wohl doch, nee, da war ja auch eine drin, die hatten wir. Die hatten wir. So, da ist noch eine. Erwische ich die? Bam, Junge. Ja, aber schade ist halt, dass man dann nur die Shields at 95%. alten Sachen aktuell kaputt machen kann und die neuen werden dann betäubt. Weil die spannende Frage ist halt, ob uns das weiterhilft mit den Nebenquests. Na, guck, die explodieren jetzt auch hier alle schön, aber da waren wir ja schon drin. Ne, wir könnten jetzt auch alle hier schön kaputt schießen. Aber das kann ich auch sein lassen. Wo war jetzt das nächste Kabel? Oder kann ich jetzt einfach da so durch? Ne, da sind noch Ticks da vorne. Sehe ich eine mindestens da. Wump, ist ja Auto-Aim an oder so? Ja, doch, die müsste ich aber erwischt haben. Shields at 95%. So, hier muss doch auch noch eine sein, die jetzt nuckelt. Wo bist du? Da bist du. Dann haben wir das. Dann macht das hier auch nochmal bumm. Bum, bum, bum. Schöne Kettenreaktion. Und dann... falsche Richtung. Ah, ich liebe diese Booster. Shields at 95%.
Nicht mehr lange. So, da ist auch noch eine Tick. Alter. I've reached the drive bay. How's it looking there? Ruckelig. More or less how we expected. That bad, is it? Jack, the removal process will require access to several mechanisms throughout the drive bay. Any live ticks in the area will undoubtedly make our job that much more difficult. Understood. I'll clear them out. Our aim is to locate a viable FTL drive. We need one that is suitably infected with biomass, but not to the extent that it is overrun. The Goldilocks FTL. An accurate, if somewhat antiquated platform. Once we find a suitable drive, we'll need to remove it from its housing and extract it via the corresponding service port. The removal process is no easy task, but I can walk you through the procedure. Vor allen Dingen, hallo alter Freund. Du hast dich ja gut gehalten. So, dann müssen wir jetzt mal eine passende Dingens hier finden. Ich höre noch was. Piff. Clear, Apollo. Yay. Acknowledged. Now then, we should start by identifying any FTLs that are still extractable. Look for drives whose locking pins are largely clear of biomass at the upper and lower extremities. Understood. I'll see if there's a drive that's clear enough to move. Anyone able to cross their fingers, do it now. Ja, Popcorn ist wieder voll optimistisch. Huch. Na. Some biomass is present, but not enough to impede the locking pins. Now to inspect the opposite end. Rampant infestation. The service port is overrun. I'll check the others. So, die kriegen wir nicht hin. The service port appears to be in suitable condition for extraction. Now to inspect the drive. Das lässt ja dann nur noch den zu, ne? Komm, komm. Das hasse ich, wenn da ein Pfeil ist und man da nicht drauf gucken kann. This terminal controls the drive? Yes. Eventually, the terminal will allow you to move the drive along its service channel. For now, however, there is still the matter of finding an extractable drive. I doubt this port can open, let alone accommodate an FTL drive. There's only one option left. Ja, der ist es ja nicht, ne? Der auch nicht, also muss es der sein. The locking pins on this end also appear to be free of any obstruction. Confirmed. Cursory inspection verified. Internal biomass growth is also suitable for our needs. Is that our winner? It certainly appears so. So we're good to go. Nearly. The FTL will first need to be primed, which requires filling the drive with an ionized fluid and stimulating a hybrid voltaic reaction. Is that as dodgy as it sounds? Priming the drive is a fairly standard procedure. Moving a drive after it's been primed is most certainly not. How do we start the procedure? The drive controls are offline. You'll need to initiate the process manually. Look for an access panel on the side of the FTL drive. Die Dinger. Da. Access panel located. You'll have to cut your way in. Oh. Lever inside and the drive will begin priming. Once the injection process is complete, I will funnel all remaining power in the drive bay to the FTL. Drive priming initiated. Injection. Blip. I will now attempt to create a sustained reaction by applying any remaining power. Stand by. Oh, voll schön. Sustained reaction achieved. We're ready to remove the drive. Outstanding. What's next, Apollo?
The FTL drive is held in place by locking mechanisms at its upper and lower extremities. They must be manually released before the drive can be removed. Got it. I'll release the locks. The release mechanisms are housed within the drive moorings at both the top and bottom of the chamber. You'll need to cut your way in. Understood. The internal components are infested with biomass. Better inside than out, I suppose. Das ist auch wieder wahr. The drive's locking mechanism is inside this housing? Correct. You'll need to cut through to open the cover. I've gained access to the drive locking mechanisms. The release control is located on the drive itself, between the locking pins. Da. Und dann können wir uns ja auch direkt hier umgucken. Good. Once you release the upper lock, the drive should come free. Ne, auch wenn hier alles irgendwie so ein bisschen zu ist. Ne, kann ja gut sein, dass hier sich irgendwas drin versteckt. Und die sind nicht aktiv, ne? Nein. Gut, dann gucken wir doch mal oben. Da zum Beispiel. Hallo. Arschloch, verpiss dich, lass mich in Frieden. So, aber ich glaube, hier ist tatsächlich nichts drin, deswegen gucke ich auch gar nicht erst. Drive unlocked. Excellent. I've repowered a nearby control panel so you can complete the removal procedure. The controls will allow you to position the drive so it can be easily removed via cargo drone. Controls located. To move the drive, simply grip the interface, then slide your hand toward the outer wall. Moving FTL into position. Still up there, Jack. That's all right home. Once the drive reaches the outer wall, you can open the... Jack, be advised. Ticks inbound. Stand by. I'll be with them. Tick threat neutralized. Resuming removal process at the control terminal. Once the drive reaches the outer wall, you can open the service port to make the drive available for retrieval. They must have been drawn out by the drive's substantial energy signature. The drive is in position. Das war ja spannend. The service port. Multi-operator release controls on either side of the hatch. Ne, das war der falsche. Weil ich will meine Cure Gun hier behalten. Removal process complete. Und da kommen schon unsere Drohnen. Ready to be extracted. Good work, Jack. Drones are on their way. Copy that. Ja, los geht's, ne? Ready to depart with the cargo in T-minus 10 seconds. If you plan to accompany the drive, I suggest you take hold now. Departing in 3, 2, 1. Thrusters engaged. I'm exiting the drive bay. Give the Estrella a wave as you go. Suppose this is the last we'll be seeing of her. I'm afraid that's not entirely accurate. Ha, multiple copies may exist, das meine ich. All the biomass in the past. We will need to generate a counterpulse substantial enough to blanket the entire Kronos 2 orbital sector. To do so, we will have to venture into the remains of the Estrella that were left behind in 2126 and use the ship's primary drive exchange conduit to amplify the output of the Cure Bomb. Kinda grows on you, doesn't it? Not unlike a biomass infestation. So, where am I in all this? I will need you to accompany us into the wreckage. As acting captain of the Estrella, your authorization is required to access the primary drive bay. Right.
Well, I've nearly finished rigging up the gantry. Should be good to go by the time the drones turn up with the FTL. I'll see you back here shortly. Acknowledged. Jack, I should tell you, if our plan succeeds, it is unlikely you will be able to return to this timeline. Oh nein. If there are any outstanding tasks you'd like to finish, now might be the opportune time. Understood. Alle meine Tasks sind outstanding. Ne, da können wir aber 9 scannen, das ist schon mal gut. Aber ich muss dann tatsächlich mal gucken, wie und wo ich dann hier die restlichen Upgrades hier noch finde. Ich habe ja gerade mal reingeguckt, 30% optimiert sind wir. Das ist doch ein bisschen weniger, als wie ich gedacht habe. Jack, I want to remind you again. Once we start this process, we are effectively locked in. Your shell will be exclusively paired to the fabricator on the rear of the transport rig. If you exceed its range, you will be forced to reboot. If you have any remaining tasks you'd like to address, this is your final opportunity. Okay. Yes, I believe I could use a little more time. There's still more of the station I'd like to investigate. Certainly. In the meantime, we will continue our preparations. Just come let us know when you're all squared. Entweder seid ihr jetzt fertig oder nicht, aber egal. How much more power will the FTL require to engage? The draw will be substantial, but within capacity of the station's generator. That is why we primed the drive beforehand. Without doing so, the generator would burn out before we completed the jump. Ah, ich kann das Ding gar nicht scannen. The fuel cell will now act as a catalytic chamber for the cure bomb? Correct. It will serve as the impetus of a cascading reaction across the Astrea's entire primary drive exchange conduit. The effective kill radius should span well beyond the Saturn orbital zone. For the biomass, that is. Glad you're on our side, Apollo. I have been preparing for the biomass's ultimate defeat since my first encounter with it. It is good to finally have a plan worth implementing. Jo! This fabricator will allow me to reboot in the past. Correct. How many reprints of my shell will it be able to produce? The answer better be more than enough. Ja, mehr als genug. Configuration and the matter storage allocated to the unit? Yes, Captain, more than enough. In dire circumstances, it could even be refilled by breaking down any debris you recover in the local area. Good to know. Well, Jack, I guess as long as we have this fabricator, worst case, we just reprint you out of space garbage soup. Das ist doch schön, wenn wir uns selber aus Weltraummüll zusammenprinten. Was ist hier los? Mein Tracking ist im Eimer. Die Basisstation ist in Ordnung. Die ist, ja, okay. Die ist ein bisschen kaputt. Da kommt aber eine neue, aber bis jetzt läuft's eigentlich noch. Gut, wir sind sowieso durch jetzt hier. Das ist das Ding, was in die Dickside immer wieder eingreift. Genau, wir müssen noch unseren Laser und alles noch upgraden, ne? Das war ja auch da hinten, wo wir nicht weiterkamen. Weil der Laser zu schwach ist. Ja, ich denke mal, ich werde sowieso jetzt die Session hier beenden und dann werde ich mich mal an einen von diesen Dingern versuchen. Ich werde die Aufnahme mal laufen lassen. Aber ich denke mal, zumindest diese Dinger werde ich dann irgendwie offscreen machen. Vielleicht doch. Einfach, weil ich da mehrere Versuche brauchen werde und ja, vielleicht schneide ich dann die erfolgreichen Versuche zusammen. Ich habe da noch keine Idee, wie ich das machen möchte. Ja, ich möchte gerne hier meine Sachen weiter ausbauen. Das wäre schön, wenn das ginge. Ja, also in diesem Sinne, keine Ahnung, wie es in der nächsten Folge weitergeht, ob wir dann hier mit der Hauptstory weitermachen oder dann noch irgendwie mit den Nebenquests. Irgendwie gucken wir mal. Ich lasse mich überraschen, ihr lasst euch überraschen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Ciao.